Hi, hier ist der Kai wieder von 10 past 10 und heute geht es um das Thema Rolex Pepsi. Ich erzähle euch ein bisschen was über die Geschichte der Pepsi, dann gehen wir auf die Gemeinsamkeiten der Weißgold- und der Stahlvariante ein, danach auf die Unterschiede und danach küren wir einen Gewinner aus den beiden und zusätzlich gibt es noch Informationen zu den Listenpreisen, den tatsächlichen Marktpreisen und der Verfügbarkeit. Und jetzt möchte ich gar nicht lange drum rum machen und wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Bis zum Jahr 2007 konnte sich praktisch jeder, der den Willen aufgebracht hat, einige Zeit Geld anzusparen, eine Rolex GMT Master mit rot-blauer Lünette leisten. Die von Fans liebevoll Pepsi genannte Uhr hat ihren Ursprung bereits vor über 60 Jahren, wo diese Farbkombination bereits auf der Lünette der allerersten GMT Master aus dem Jahr 1954 zu finden war. Referenz 6542. Mit dem Jahr 2007 wurde die bis dahin immer in Stahl produzierte Uhr dann eingestellt. Zum Schrecken vieler Rolex-Kunden ohne einen Nachfolger. Die in dieser Zeit neu eingeführten Kerachrom-Lünetten aus Keramik konnten damals von Rolex noch nicht in zwei Farben hergestellt werden, ohne aus zwei separaten Stücken gefertigt zu werden, was unter Rolex Anspruch war. Die Batman deutete einen bedeutenden Wechsel an. Im Jahr 2013 war sie die erste Rolex mit zweifarbiger Keramiklünette. Und ein Jahr später erlebte die GMT Master endlich ihre Wiedergeburt. 2014 stellte Rolex die GMT Master 2 Referenz 116719 BLRO vor. Doch etwas Entscheidendes hatte sich nun verändert. Statt einigen wenigen tausend Euro für die Pepsi aus 2007 musste nun um einiges tiefer in die Tasche gegriffen werden. Mit knapp 30.000 Euro schlug die nun aus massivem 18 Karat Weißgold gefertigte Pepsi zu Buche. Eine Summe, die sich kaum jemand ohne unglaublich hohem Einkommen je leisten können würde. Nachdem sich schon 2017 gewisse Gerüchte über eine neue Pepsi breit gemacht hatten, war es an der Baselworld 2018 dann endlich soweit. Rolex stellte die 126710 BLRO vor. Eine GMT Master 2 aus Stahl mit rot-blauer Lünette und einer weiteren aus alten GMT-Zeiten bekannten Veränderung, dem Jubiläeband. Doch wie stehen diese beiden aktuellen Uhren zueinander und ist eine von beiden die bessere Uhr? Beginnen wir zunächst mit dem, was die beiden Uhren gemeinsam haben. Beide Uhren haben einen Gehäusedurchmesser von 40 mm, was heute wohl als typische Größe für eine Uhr gilt, sowohl für Frauen als auch für Männer. Das macht beide zurzeit erhältlichen Pepsi-Varianten zu Unisex-Uhren, auch wenn wohl um einiges mehr Männer als Frauen mit einer GMT Master 2 anzutreffen sind. Beide Uhren sind auf der Gehäuseoberseite sowie am verschraubten Boden auf der Unterseite der Uhr gebürstet und auf den Seiten der Hörner jeweils glatt poliert. Das sorgt dafür, dass die Flächen, die der meisten Belastung ausgesetzt sind, sehr viel weniger leicht verkratzen. Ebenfalls identisch ist die Wasserdichtigkeit der Uhren. Durch die jeweils zu verschraubende Triplock-Aufzugskrone mit dreifachen Dichtungssystemen, die sich zwischen den beiden Crown Guards befinden, sind beide Varianten der GMT Master bis zu einer Tiefe von 100 Metern wasserdicht. Das Glas der Uhren besteht, wie das aller anderen im Moment erhältlichen Uhrenmodelle von Rolex, aus extrem kratzfestem Saphirglas. Kratzer sind auf dieser Oberfläche nicht unmöglich, aber es braucht doch schon einiges an Gewalt, um ein derart hartes Material zu zerkratzen oder gar zu zersplittern. Sowohl die Weißgold- als auch die Stahlvariante verfügen außerdem über die 5 mm EasyLink-Verlängerung in der Schließe. Durch Umklappen von einem der Glieder in der Schließe lässt sich das Band ohne Werkzeug verlängern oder verkürzen. Das wohl auffälligste gemeinsame Merkmal ist gleichzeitig das, welches die Uhr auch ihren Spitznamen eingebracht hat: die Lünette. Aus einem einzigen Keramikblock gefertigt, ist diese in zwei verschiedenen Farben eingefärbt. Die bei normaler Lünettenorientierung obere Hälfte ist blau, die untere rot. Das macht auch Sinn, denn die Lünette fungiert als 24-Stunden-Zeitanzeige, wobei die obere Hälfte die Stunden 8 bis 16 Uhr darstellen, also blau für Nacht, und die untere die Stunden 6 bis 18 Uhr, also rot für Tag. Entgegen anderslautender Meinung handelt es sich dabei um die gleiche Lünette, sowohl bei der Weißgold- als auch bei der Stahlvariante. Die Tatsache, dass einige Lünetten der Weißgold-Varianten etwas blasser wirken als die der Stahlvariante, ist wohl anfänglichen Varianzen in der Produktion geschuldet. Die Lünette macht die GMT Master auch zu der besonders für Piloten nützlichen Uhr, die sie ist: ein Zeitmesser, mit dem bis zu 3 verschiedene Zeitzonen schnell erfasst und abgelesen werden können. Der, in diesem Fall rote, 24-Stunden-Zeiger zeigt dabei die Referenzzeit, die erste Zeitzone an. Das kann beispielsweise die eigene Heimatzeit oder auch die Londoner Greenwich Mean Time sein. Der normale Stundenzeiger zeigt die Lokalzeit, die zweite Zeitzone an. Er ist auch an das Datum der Uhr gebunden.
Durch eine Funktion, die im Jahr 1983 in der ersten GMT Master 2 Einzug erhielt, lässt sich die Lokalzeit schnell und bequem einstellen, ohne dass der Sekundenzeiger angehalten werden muss. Durch Herausziehen der Krone in die zweite Position kann man den Stundenzeiger jeweils um 1 Stunde vor- oder zurückstellen, wobei man auch das Datum schnell einstellen kann. Erst auf Position 3 bleibt die Sekunde stehen und man kann die Referenzzeit einstellen. Die dritte Zeitzone lässt sich ganz einfach durch das Drehen der Lünette in die eine oder in die andere Richtung anzeigen. Liegt die Zeitzone, die angezeigt werden soll, westlich der Referenzzeit, muss die Lünette um die entsprechende Stundenzahl im Uhrzeigersinn gedreht werden. Liegt sie östlich der Referenzzeit, gegen den Uhrzeigersinn. Bei so vielen wesentlichen Gemeinsamkeiten fragt man sich nun zu Recht: Wo sind die Unterschiede und welche Uhr ist die bessere? Beginnen wir direkt mit dem am schwersten gewichteten Unterschied, und das ist in diesem Fall wortwörtlich zu nehmen. Die 116719 BLRO ist aus massivem Weißgold gefertigt und wiegt damit um einiges mehr. Während die Stahlvariante mit ca. 150 Gramm auf dem Handgelenk aufliegt, bringt es die weißgoldene Version auf sage und schreibe fast 220 Gramm. Mit dem Material kommen neben dem Gewicht auch noch zwei weitere Eigenschaften ins Spiel. Die erste ist die Kratzbeständigkeit. Während die aus 904 Edelstahl gefertigte 126710 BLRO einiges verträgt, ohne gleich sichtbare Gebrauchsspuren zu zeigen, ist bei ihrer weißgoldenen Schwester das Gegenteil der Fall. Besonders die polierten Teile sowie auch die Mittelglieder des Armbands und der Schließe ziehen Kratzer geradezu an und es vergehen keine 24 Stunden, bevor man als Besitzer Abschied vom makellosen Neuzustand nehmen muss. Die geringe Härte des Golds sorgt außerdem auch bei den gebürsteten Bereichen der Uhr dafür, dass diese sich schnell abnutzen, was sich dort durch abpolierte Stellen zeigt. Der zweite, vielleicht für viele noch viel wichtigere Unterschied ist natürlich der Preis. Mit der Stahl-Pepsi von der 2018er Baselworld gibt es, zumindest theoretisch, wieder eine erschwingliche GMT mit rot-blauer Lünette mit einem Listenpreis von 8.400 €. Für die weißgoldene Variante sind sage und schreibe 25.000 € mehr zu leisten und somit fast das Vierfache. Wer sich mit den 220 Gramm Weißgoldboliden das Handgelenk schmücken möchte, der muss also 33.400 € auf den Tisch legen. Für viele eher ein Jahresgehalt als eine Ausgabe für eine Armbanduhr. Doch wieso habe ich beim Preis der Stahlvariante eigentlich von theoretisch gesprochen? Nun, das ist ein Thema, dem ich zukünftig sicherlich noch weitere vollständige Videos widmen werde, denn wer zum Rolex-Händler läuft mit seinen 8.400 € gesparten Geldes und nach einer 126710 BLRO oder der Basel Pepsi fragt, wird im besten Falle auf eine Warteliste geschrieben, im schlechtesten Fall einfach nur ausgelacht. Die Verfügbarkeit beider Pepsi-Varianten ist nämlich denkbar schlecht. Wer auf der Warteliste steht, kann frühestens 3 Jahre später mit dem entscheidenden Anruf rechnen, wenn es überhaupt noch Listen gibt. Natürlich kann sich trotzdem jeder noch heute eine 126710 oder 116719 BLRO kaufen, und zwar zum durch Nachfrage und Angebot eingependelten Marktpreis. Konkret heißt das: Für die Stahlvariante sind ohne Wartezeit auf dem Graumarkt zurzeit mindestens 14.500 € zu leisten, während die Weißgold-Variante sich immer mehr ihrem Listenpreis annähert, was zuvor für vollgoldene Modelle doch eher unüblich war. Doch das war noch nicht alles. Um die weißgoldene Variante von der Stahlvariante abzuheben, hat Rolex der 116719 BLRO ohne Update der Referenznummer auch ein neues Zifferblatt gegönnt, in der Farbe Blau. Diese Uhr ist dann aber noch schlechter verfügbar als die Stahlvariante und gerüchteweise auch schon wieder raus aus Rolex Produktionsprogramm. Deswegen wird diese Uhr tatsächlich im Moment für über 40.000 € gehandelt. Und es gibt noch einen Unterschied. Nicht nur die Referenz hat Rolex bei der weißgoldenen Variante gleich gelassen, auch ist in der 116719 BLRO nach wie vor das Kaliber 3186 zu finden, während die Stahl-Pepsi schon mit dem neuen 3285 Kaliber ausgerüstet wurde. Das heißt vor allem neben anderen kleinen Verbesserungen 70 statt 48 Stunden Gangreserve. Nun lautet die entscheidende Frage: Welche Uhr gewinnt den Kampf der Pepsis? Für mich lautet die Antwort ganz klar die 126710 BLRO. Lasst mich kurz erklären, wieso ich das denke. Erstens: Auch wenn die Stahl-Pepsi fast zum doppelten Listenpreis gehandelt wird, ist sie immer noch mehr als 10.000 € günstiger als die weißgoldene Variante. Das heißt, 10.000 € sparen oder aber direkt noch eine schöne Uhr dazu kaufen und sich an mehr Abwechslung erfreuen. Zweitens: Durch die größere Härte des Stahls ist sie außerdem um einiges alltagstauglicher und sieht deutlich länger frisch aus. Wer seine Uhr ab und zu polieren lässt, auch wenn ich davon abrate, um ihr wieder einen Look wie neu zu verpassen, muss das bei der Stahlvariante aber zumindest sehr viel seltener machen. Das Uhrwerk wurde in der Stahlvariante wie vorher schon kurz angesprochen ausgewechselt und weist neben anderen kleinen Verbesserungen vor allem eine deutlich längere Gangreserve auf.
Die Uhr kann also theoretisch locker von Freitagabend bis Montag früh liegen bleiben, ohne neu aufgezogen werden zu müssen. Einzig und allein die Tatsache, dass die Pepsi aus Weißgold gemacht ist und Kenner wissen, dass man sage und schreibe 30.000 Euro oder sogar noch mehr für eine Uhr ausgegeben hat, könnte für manch einen der Grund sein, doch zur weißgoldenen Variante zu greifen. Für mich persönlich ist das allerdings nicht wichtig. Jetzt werden sich einige fragen, habe ich nicht einen wesentlichen und unübersehbaren Punkt vergessen? Die Rede ist vom Armband. Während die Weißgold-Variante an einem Oyster-Armband mit polierten Mittelgliedern auf dem Handgelenk thront, kommt die Stahl-Variante mit dem ebenfalls 2018 an der GMT Master wieder neu eingeführten Jubilee-Band daher, das übrigens Kratzer noch besser wegsteckt als die Oyster-Variante. Der Grund, wieso dieser Punkt für mich nicht in die Bewertung reinzählt, ist ganz einfach folgender. Ich kann mir jederzeit ein GMT Oyster Armband, zum Beispiel von der schwarzen GMT Master oder von der Batman kaufen und dieses an meiner Basel Pepsi anbringen. Woher ich das weiß? Ich habe es ausprobiert und es funktioniert. Lediglich die Stifte müssen mit ausgetauscht werden. Und schon präsentiert sich die Stahl-Pepsi am Oyster-Armband genau wie die weißgoldene. Das Armband kostet übrigens etwa 1700 bis 2000 Euro, was die Gesamtinvestition der Stahlvariante, angenommen man kauft sie auf dem Graumarkt, auf ungefähr 16.000 Euro erhöht. Immer noch etwa 10.000 Euro weniger als die weißgoldene Variante und jetzt sogar mit Variationsmöglichkeit beim Armband.